Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte mir heute einen Hefezopf backen und dafür brauche ich folgende Zutaten. 500 Gramm Mehl der Type 405, 80 Gramm Zucker, ein Päckchen Trockenhefe, 250 Milliliter Milch, 70 Gramm weiche Butter, ein Ei, etwas Vanille und eine Prise Salz. Klassischerweise gibt man häufig Rosinen mit in den Hefezopf. Da Rosinen aber nun nicht gerade unbedingt meinen Geschmack treffen, habe ich mir gedacht, ersetze ich die Rosinen heute mal durch Schokodrops. Als erstes gebe ich das Mehl in die Rührschüssel der Küchenmaschine. Mache mir eine kleine Mulde. Gebe ich die Hefe damit rein. Dann gebe ich 1-2 Teelöffel von dem Zucker mit dazu. Gieße das Ganze mit etwas lauwarmer Milch an. Bedeckt diese Mischung nochmal leicht mit Mehl. Und lasse diese Mischung erstmal so für 10-15 Minuten stehen. Die Hefe hatte nun ca. 15 Minuten Zeit schon mal zu arbeiten mit der Milch und dem Zucker. Man sieht hier ganz schön diese Blasenbildung, ein deutliches Zeichen, dass eben halt die Hefe wunderbar am Arbeiten ist. Ich gebe jetzt einfach die restlichen Zutaten mit in die Rührschüssel. Die Prise Salz und die Prise Vanille. Die Schokodrops gebe ich noch nicht dazu, die kommen erst ganz zum Schluss, kurz bevor ich den Teig aus der Schüssel rausnehmen werde, weil sonst die Drops kaputt gehen würden. Der Teig ist nun fertig geknetet. Ich werde ihn jetzt nur noch mal ein wenig in Form bringen, bevor er dann das erste Mal ruhen kann. Beim Ruhen hat es eben halt, sage ich ja gerne immer, für 45-60 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Das sind nur ungefähre Angaben. Dieser warme Ort, wenn du da jetzt irgendwo, keine Ahnung, in einem Raum 22 Grad hast, dann ist das eigentlich für Hefe zu wenig. Und dann kommst du eben halt mit diesen 45 oder 60 Minuten nicht aus. Also diese Zeitangaben sind immer nur circa Angaben. Entscheidend ist eben halt dabei, dass die Hefe arbeiten konnte und dass sich der Teig dabei mindestens verdoppelt hat von der Größe her. Ich gebe mir nun den Teig hier in meine Schüssel und lasse ihn abgedeckt für ca. 60 Minuten ruhen. Das ist nun das Ergebnis nach einer Stunde ruhen lassen. Wie man sieht, hat sich der Teig mehr als verdoppelt. Ein deutliches Zeichen, dass die Hefe gearbeitet hat. Ich werde mir jetzt den Hefeteig aus der Schüssel rausholen und ihn mir in 4 gleiche Portionen aufteilen. Rein rechnerisch müsste das so ungefähr eine Größe von 250 Gramm sein. Dafür bemehle ich mir leicht meine Arbeitsfläche. Gebe mir
den wunderbaren, herrlichen Teig auf die Arbeitsfläche rauf. Die einzelnen Stränge sind jetzt ungefähr 260 Gramm schwer. Ich werde sie mir jetzt ausrollen. Das sind nun unsere 4 Stränge hier. Nicht wirklich schön, nicht hundertprozentig gleichmäßig, aber ich denke, es wird lang. Gut, dafür werden wir erstmal hier oben sie schön miteinander verbinden, festdrücken. Und jetzt geht es wie folgt. Flechten mit 4 Strängen, beginnen von rechts nach links. Am besten, ich drehe vielleicht mal die Kamera um, dann guckst du mir dabei über die Schulter. So, und dann geht es einfach oben drüber und dadurch, oben drüber. Und das machen wir nun so lange, bis alles verflochten ist. Von rechts nach außen, oben rüber, nächsten unter durch und hier wieder oben drüber. Ganz einfach, ohne Kraft. Rechts außen, oben rüber. Nächste unter durch und oben drüber. Oben drüber, unter durch, oben drüber. Nimmt doch schon langsam Form an. Oben drüber, unten durch, oben drüber. So, und den letzten Rest drücken wir so nach unten. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Den Zopf lege ich mir dann jetzt auf mein Backblech und werde nun den Hefeteig ein zweites Mal ruhen lassen, circa wieder so für 45-50 Minuten abgedeckt an einem warmen Ort. Das ist nun der Hefezopf nach dem zweiten Mal gehen. Ich habe mir noch ein Eigelb mit einem Esslöffel Wasser verrührt und werde jetzt diese Ei-Wasser-Mischung nochmal vorsichtig über den Hefezopf rübergeben. Das soll bewirken, dass wir nachher eine wirklich schöne goldgelbe Farbe bekommen. Das Ganze muss aber auch wirklich vorsichtig gemacht werden, damit man jetzt eben halt die Luft, die in dem Hefeteig mit drin ist, durch das Ruhen jetzt eben halt nicht durch den Pinsel eben halt wieder rausgedrückt wird. Das wäre schade. Anstatt Wasser kannst du natürlich auch gerne Milch nehmen. Das funktioniert auch sehr gut. Und dann werde ich jetzt den Hefezopf bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 bis maximal 40 Minuten ausbacken. Es richtet sich wirklich so ein bisschen danach, wie die Farbe nachher ist. Das ist nun das Ergebnis frisch aus dem Ofen. Sieht doch klasse aus. Ich werde den Hefezopf noch komplett auskühlen lassen, bevor ich ihn dann anschneiden werde. Es ist nun soweit, der Hefezopf ist komplett ausgekühlt. Butterweich geht das Messer durch den Teig durch.
So, das war es wieder soweit von mir. Das Rezept ist wie immer zum Nachlesen in der Infobox. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere doch einfach kostenlos diesen Kanal und lass mir einen Daumen hoch da. Vielleicht kann ich dich dann ja bald zu einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen. Bis dahin mach es gut, bleib gesund und viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss.